Der Giraffe Titan ist, so wie er im Museum steht, das größte aufgestellte Dinosaurier-Skelett weltweit. So wie es hier steht, ist es allerdings nicht ein Tier, sondern besteht aus mehreren Individuen, die eben dort in dem Steinbruch zusammen gefunden wurden. Und man hat das dann eben nach passender Größe zu einem Tier zusammengesetzt. Zuerst wurden diese Ausstellungen als Geschichte der Sieger geschrieben, als Geschichte der Deutschen, die jetzt den größten Dinosaurier haben. Für mich jedoch sind das Forschungsobjekte, über die mehr als 200 wissenschaftliche Artikel geschrieben wurden und über die wir unsere eigene Vergangenheit und unsere Verantwortung reflektieren. Dein Museum für Naturkunde Berlin verändert sich. Wir bauen um, erschließen unsere Sammlung und schaffen Orte für Austausch und gemeinsames Lernen. Die Museumsevolution hat begonnen. Dieses Skelett wurde gefunden in Tansania und wurde eben zwischen 1909 und 1913 in der Kolonie Deutsch-Ostafrika ausgegraben. Die Fundstelle um den Tendaguru herum, die gibt es heute noch und dort lagern auch immer noch Dinosaurierknochen. Die Kolleginnen und Kollegen in Tansania sind dort auch noch aktiv. Es wird dort also immer mal hingegangen, auch mit Expeditionen. Das Normale, wie wir sowas erzählen, ist eine Erzählung der Entdeckung. Es kommen die weißen Kolonialherren, sehen etwas, was wertvoll ist und nehmen es mit und entdecken es, stellen es für die Wissenschaft zur Verfügung. Das ist sozusagen ein Narrativ, was sich Institutionen geben, um eine bestimmte Wirksamkeit und Relevanz zu erzeugen. Wir haben eben hier bei uns im Archiv und auch in Tübingen liegen Akten, sehr umfangreiche Materialien, die ziemlich genau zeigen, in welche Gewaltstrukturen diese ganze Ausgrabung eingebettet war. This is the clearing of the site. Again, unnamed people. It's all about labor, but not about who did the work. Wenn wir hier von Kooperation sprechen, muss man sich immer fragen, was hat die Menschen dazu gebracht, an dieser Ausgrabung teilzunehmen. Wir müssen diese Sachen benennen, weil wir sonst die Geschichte unkommentiert forterzählen, so wie sie forterzählt wurde. Also es ist immer interessant, gemeinsam zu graben. Es ist aber natürlich so, dass wir das heute gemeinsam entwickeln mit den Kollegen, zum Beispiel aus Tansania, und die dort auch die Leitung haben. Und auch die Stücke, die neu ergraben werden, natürlich dort bleiben und dort in den Museen ausgestellt werden und dort beforscht werden. Als Sammlungsleitung ist man sich natürlich mittlerweile bewusst, dass Stücke aus kolonialen Aufsammlungen eben eine besondere Verantwortung auch für uns bedeuten. Wie können wir kooperieren? Wie können wir publizieren, wenn wir solche kolonialen Objekte und so eine Gewaltgeschichte vor uns haben? Wir haben ein 3-jähriges Forschungsprojekt gemacht zu dieser ganzen Geschichte und wir haben im Grunde genommen 3 Antworten gefunden. Das eine ist, neue Methoden der Provenienzforschung zu entwickeln, weil wir hier 30 Millionen Objekte haben und du kannst nicht über 30 Millionen Objekte jedes einzelne Objekt untersuchen. Das heißt, du musst andere Methoden entwickeln und wir haben eine Methode entwickelt, wo wir die Schiffsladungen anschauen. Das zweite ist, dass wir einen Leitfaden schreiben, der uns die Frage beantwortet, was folgt eigentlich daraus? Wie sollen wir forschen? Und das dritte ist das Projekt, was ich mit Daniela Schwarz entwickelt und beantragt habe und das wir jetzt auch schon durchführen, wo es darum geht, die Sammlung in eine virtuelle Sammlung zu verwandeln und eine absolute Zugänglichkeit herzustellen. Das heißt, dass wir Daten zu dem Material verfügbar machen, dass wir das Material eben auch 3D digitalisieren, dass wir Datenbanken schaffen, die alle durchsuchen können. Wenn wir gute Modelle haben, die wir zur Verfügung stellen können, schafft das natürlich einfach eine gewisse Barrierefreiheit oder verringert einfach diese Barrieren der Zugänglichkeit für die Sachen. Using the cult arm is advantageous because it will know if it's correctly captured all of the areas, whereas with manual photogrammetry, I would need to process it before I knew if an area was missing. The raw data, we are going to upload them in a specific repository in the SUSE Institute here in Berlin, but for the simplified data that are more easier to use for everybody, you can find them in the data platform that will be available online in more or less 3 years, but also in another repository that is more focused for research, but everybody can access it.
Der Giraffa-Titan hat natürlich eine besondere Herausforderung in sich, weil es ein aufgestelltes Skelett ist. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Wir haben ja mit diesen mobilen, handgehaltenen Scannern die Möglichkeit, hier direkt am Skelett auch zu arbeiten und die Knochen auch einzeln zu digitalisieren. Und zum Teil sind ja aufgrund der Größe und der Schwere der Knochen hier auch Modelle und Abgüsse eingefügt, sodass wir eben hier die Möglichkeit haben, in der Sammlung dann die Originalknochen zu scannen und zu nehmen. Giraffa-Titan ist identitätsstiftend für das Museum. Die Forschung zu diesen Objekten erschien ja zuerst in Deutsch, dann in Kiswahili, der Sprache in Tansania, wo die Objekte herkommen, und jetzt in Englisch. Sie sind jetzt also einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und sie haben auch bereits Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen in die Gestaltung dieser Forschung mit einbezogen. What we are doing right now is we are collecting all the data. Because right now the data that we have for the bones is not connected to the archival collection or to the people, for example, that we just talked about who worked on this. What we will do is have sort of mock-up of the platform and then show it to our Tanzanian colleagues who might be interested and then get their input. It won't be able to reverse anything or fix anything, but what it can do is highlight all of that. Wir haben uns darum bemüht, unser Wissen, unser Lernen zu teilen. Und der beste Ausfluss dieses Teilens unseres Erlernten ist ein Leitfaden zum Umgang mit kolonialen Objekten in der Naturkunde. Das ist einmalig, wird in Deutsch und in Englisch jetzt frei zur Verfügung gestellt im Web. Und das heißt, andere können daran teilhaben, aber vielleicht uns auch helfen, noch besser zu werden. Hier kommt man nicht in einen Ort, wo alles Stillstand suggeriert. Hier kommt man in ein lebendiges, integriertes, offenes Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft. Werde auch du Teil der Museumsevolution. Mehr unter museumfürnaturkunde.berlin.